Happy New Year, all rally friends. I wish you a lot of success in 2017, and I wish you to come to the finish of every special stage this year. As usual, we want to bring some news regarding our plans for this year's editions. The news in this episode is that we are considering to introduce new groups, new classes in the cross-country and in the extreme cars. Why this? In the last years, the development of the technologies, the investments that different teams have done in their cars have been very significant, and the technical condition of the cars is now very different. If you have an extreme car, for example, the ones that are very, very modified have very big advantage compared to those who are not so modified. So after so many years that we kept everything unchanged, we decided to make something on this topic and introduce, basically split the cars into two different groups to give the chance for many competitors to compete in under almost equal conditions. So these small changes that we will enter in the regulations will be mainly to give you the chance to compete with the other cars and other teams with identical modifications. For example, what Mr. Kovatchev said, the extremes will have two classes and we will make them as similar to each other, so that you have one side the super modified vehicles and on the other side you have the less modified vehicles. So in the terrain, the reality will show up. Those with many modifications will have easier time, while the others will not. So racing together will be much funnier. The tracks will be the same no matter which class you're driving. So you have the same fun, the same adventure and the same technical requirements as safety as everybody else. Many competitors have asked us in the last years, why don't you guys do it? But I want to tell everyone, it is very difficult, really difficult to split the cars. Which are the exact criteria? Where do we make the exact splitting? So we have worked a lot in the last months to try and to cover all the aspects of the criteria that can be controlled on one side. On the other side, the criteria that will not make our current competitors change their vehicles, invest much more money, basically take off equipment that they have now to install different equipment. We want to make it as easy as possible on one side and on the other side to make it as fair as possible. It's definitely, meanwhile, unfair if we are now taking the example of the extreme class of someone who is driving a slightly modified car compared to someone who has a tubular space frame, portal axles and 39-inch tires. I mean, the technical capabilities of the cars are so different. So this splitting of the classes, please consider it as more opportunities for everybody than limitations. We're opening this in order to have more people, more friends, and everybody to be back at the bivouacs and having fun after a really nice day out in the fields. So I think this is a great chance for everyone. This is a great chance for more people to come to the rallies and to feel really at home here. You guys will have the opportunity to win a trophy. I'm not a big fan of giving so many trophies to every competitor, because that basically devaluates the trophy itself. But we have been stopping us for so many years to make this distinguishing recognition between the
very prototype, a very, let's say, modified cars and the not so many modified cars. If you have an older car, if your car is not so modified, if you don't have the budget, or if you don't want to do it, if you want to be a friend of more serial production car, you're welcome. We will have the overall ranking as usual, and we will have another ranking for the modified and another ranking for the not so modified cars. So stay connected and follow us on the web. In this episode we visit the winner of Balkan Offroad Rally 2016 in the cross-country class, Frank Stensky, and his son Stefan at their business facility in central Germany. Last year, Frank and co-driver Alexander Kovatchev had very strong and tactical rally in Bulgaria, waiting for their moment to take the lead and never looked back after that. Frank is in the shoe business and has some interesting stories about the beginning of his racing career, driving often with his son Stefan. Mein Name ist Stefan Stensky. Ich bin im eigentlichen Leben hier im Familienunternehmen tätig und wenn es um den Offroad-Sport geht, seit 2006 auf der Breslau Rallye unterwegs, zusammen mit meinem Vater natürlich. Ja, und so hat sich dann langsam die Strategie aufgebaut, hier weiterhin Rennen zu fahren und jetzt sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Level angekommen, um den Fahrer dazu auszuüben. Ja, ich bin Frank Stensky und ich bin meine erste Breslau 2000 gefahren, damals noch ohne Stefan. Und dann hat sich das halt immer weiter entwickelt. Die erste Breslau sind wir dann 2006 zusammengefahren. Und dann sind wir immer mehr als Team dann zusammengewachsen, haben uns dann ein neues Auto aufgebaut, was hier im Hintergrund steht. Also wir wussten ja nicht, was uns erwartet und es kam ein Bekannter, der hat gesagt, er könnte mal so eine Breslau-Polen mitfahren, das ist ganz interessant, das geht über die ganze Woche. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir halt mal machen. Und dann haben wir unser Auto gepackt mit halt Campingstuhl, Zelt, Verpflegung, alles hinten im Kofferraum, sind dann per Achse nach Polen gefahren, sind dort die ganze Rallye Polen mit diesem Auto gefahren und sind dann wieder auf Achse nach Hause gefahren. So, es gab dann halt ein paar kleine Probleme, weil wir hatten natürlich keinen Tripmaster, das hat uns natürlich keiner gesagt, dass wir einen Tripmaster brauchen. Das Einzige, was wir hatten, war so ein kleines GPS-Gerät. So, aber mit dem GPS-Gerät konnten wir ja auch die Entfernung nicht messen, weil es ging ja auch über Berge und Hügel, aber das hat dann nicht funktioniert. Und dann haben wir halt den Tacho dann genommen, den Tageszähler, und den haben wir dann immer auf 0 gedrückt. Und nach dem zweiten Tag war natürlich dieser Tacho, dieser Knopf war kaputt, weil dann immer durch die Lenkbewegung und gerade durch so das Lenkrad war das halt dann kaputt. Das haben wir dann repariert und ja, das war unsere erste Breslau in Polen. Prinzipiell geht es irgendwie beim Rallye-Fahren viel mehr darum, als Team aufzutreten. Das heißt quasi, man fängt halt an, irgendwann im Winter ein Auto vorzubereiten, um dann damit irgendwann ein Rennen zu fahren. Man braucht also Mechaniker und Leute, die sich darum kümmern, auch um Know-how einzubringen. Man muss dann natürlich zu dem Rennen hinfahren, das Rennen fahren. Darum geht es aber auch um eine Teamarbeit, weil einfach der Fahrer so schnell fahren kann, wie er will, wenn einfach der Navigator nicht den richtigen Weg finden kann. Also am Ende des Tages geht es immer darum, als Team aufzutreten, und das macht für uns so ein bisschen den Reiz aus, weil es halt ein langer Weg ist, bevor man überhaupt ein Rennen fahren kann. Man braucht ein Auto, man muss reparieren, man muss sich vorbereiten, und dann ist es halt so, dass man wie in vielen Situationen im Leben einfach einen langen Weg bestreitet, der sich am Ende irgendwann auszahlt, wenn man vielleicht ein Rennen wie die Balkan Breslau gewinnen kann. Und das ist für uns eine Sache, die natürlich super interessant ist, und das hat man eigentlich auch in wenig anderen Sportarten vergleichsweise. Ja gut, es hat sich dann immer weiterentwickelt, also das war die erste Breslau, und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir jetzt weitermachen wollen, brauchen wir natürlich auch ein anderes Auto, und dort sind wir in Leipzig, in dem Tagebau gab es dann immer die 4-Stunden-Meisterschaften, und dann waren so 4 Rennen im Jahr, und die sind wir natürlich erst mit dem 290er-G gefahren, und dann haben wir gesagt, okay, mit diesem 290er-G können wir halt da auch nicht mithalten und können da auch nichts gewinnen. Und dann haben wir dann uns einen
300er gekauft mit einem Brabus-Motor, mit einem 3.6er Brabus-Motor mit 240 PS. Und dort konnten wir eigentlich ganz gut mithalten und konnten auch etliche Rennen gewinnen und konnten auch schon mal die Meisterschaft gewinnen. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Stefan war dann immer als Beifahrer mit dabei. Und als er dann 18 war, ist er dann auch sein erstes Rennen gefahren, auch zur 4-Stunden-Meisterschaft dort in Leipzig. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt an internationalen Rennen teilnehmen wollen, vielleicht auch mal einen FIA-Lauf oder holländische Meisterschaft, brauchen wir ein schnelleres Fahrzeug. So, und so hat sich das halt entwickelt. Und dort haben wir uns dann so einen Gitterrohrrahmen gekauft. Und den haben wir dann selber hier aufgebaut, also das Auto selber aufgebaut. So, und seit 2010 sind wir dann hatten wir dort den ersten FIA-Lauf bei Baja Italia, sind wir das erste Mal gefahren. Dann sind wir auch einen FIA-Lauf in Polen gefahren, da ist Stefan auch einen gefahren. Und dann haben wir eben halt verschiedene Breslaus und natürlich auch holländische Meisterschaften. Wahrscheinlich findet man den Rhythmus besser, wenn es halt wenn es einen klaren Fahrer definiert gibt und einen klaren Beifahrer definiert gibt. Bei solchen Rennen wie der holländischen Meisterschaft kann man das natürlich relativ einfach machen. Es ist auch schön, dass es die Möglichkeit gibt. Dann kann ich auch mal fahren, das ist schön für mich, weil natürlich neben der Navigation das Fahren wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß macht. Am Ende des Tages ist es natürlich aber sinnvoll, bei solchen Rennen wie der Breslau vor allem dann einfach klare Jobs und Aufgaben zu haben. Wie mein Vater jetzt schon mehrmals angesprochen hat, Team, also jede Person hat in einem Team die Aufgabe und dann ist es meine Aufgabe dann einfach zu navigieren. Sicherlich auch auf den Punkt, dass ich das jetzt schon eine ganze Weile mache und über die Jahre natürlich Erfahrung mehr wert ist als die beste Schule. Also ich denke, Europalesen kann man auch nicht von heute auf morgen lernen, muss man da irgendwie sich aneignen und gucken, dass man dann als Team zurechtkommt. Ja, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das war bis jetzt die beste Strategie und dadurch konnten wir viele Siege einfahren. Und es bringt jetzt nichts. Natürlich kann man auch richtig schnell fahren, von Anfang an richtig schnell sein und ich kann am ersten oder zweiten Tag immer der Erste sein, aber wie gesagt nur den ersten oder zweiten Tag und der Rest der Rallye sieht dann schlecht aus. Also das ist das Problem, weil man muss natürlich auch das Verständnis für das Auto haben, für das Material, weil das kann ja nur einen bestimmten Level halten. Sicherlich kann man das mal machen, aber auf Dauer funktioniert das auf alle Fälle nicht, weil das Auto muss das auch aushalten. Und auf der anderen Seite sicherlich kann das Auto noch mehr, aber ich gehe immer auf Nummer sicher und wenn Stefan fährt, dann holt er alles raus und dann fährt er eben halt auch schneller und fährt auch besser. Wahrscheinlich würde ich einen spaßigen Tag mit einem Stage-Win am Ende wählen, aber weil das ist ja gerade das, warum wir das machen. Also am Ende des Tages versuchen wir natürlich irgendwie zu gewinnen. Und das macht auch den Spaß aus, einfach dann versuchen mit dem Auto speziell durch irgendwelche Landschaften zu fahren, wo man noch nie war, sich den Witterungsbedingungen und den Gegebenheiten irgendwie anzupassen und dem auch ein bisschen entgegenzusetzen und dann halt zu versuchen, natürlich das Beste zu geben und am Ende zu gewinnen. Und das macht uns dann relativ viel Spaß. Ja. Wir haben einen Schuhhandel, also einen Online-Shop, der heißt elbandi.de. Und von hier aus betreiben wir diesen Online-Handel und beliefern auch, sage ich mal, weltweit. Aber unser Hauptpart ist natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande ein bisschen, Polen, Russland. Nach Japan haben wir auch schon geliefert, also weltweit. Und wir haben natürlich dann auch noch stationäre Läden, die sich hier in der näheren Umgebung in den Großstädten befindet.